Kennen Sie die FIFA? Diese Organisation ist inzwischen als Synonym für Korruption bekannt. Was ist also Korruption und was will Compliance? Compliance will Prävention vor Korruption. Prävention vor Korruption will verhindern, dass es überhaupt zur Korruption kommt im eigenen Unternehmen. Das gestaltet sich natürlich schwierig aufgrund der großen gesellschaftlichen Akzeptanz von Korruption. Bis vor wenigen Jahren waren zum Beispiel Schmiergeldzahlungen im Ausland in Deutschland noch von der Steuer abzugsfähig. Bei Korruption geht es um Bestechung und Bestechlichkeit, also jemandem sachwidrig Vorteile zu gewähren oder sich diese Vorteile gewähren zu lassen. Und weil es so eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz gibt, sind Sanktionen schwierig zu vermitteln. Und auch hohe Sanktionen genügen im Regelfall nicht, um Korruption loszuwerden. Zum einen ist es ein Ethikkodex. Das ist ein Bekenntnis des Unternehmens und seiner Mitarbeiter zu integrem und ethischem Verhalten. Sie müssen also nach außen und nach innen vermitteln, dass Korruption bei Ihnen kein akzeptables Mittel zur Zielerreichung ist. Seien Sie transparent. Je offener Sie die Vorgänge in Ihrem Unternehmen handhaben, desto schwieriger ist die Aufrechterhaltung korrupten Verhaltens. Setzen Sie klare Regeln, klären Sie Ihre Mitarbeiter auf. Stellen Sie Regeln auf, die Arbeits- und Verfahrensleitsätze enthalten, an die Ihre Mitarbeiter sich halten können. Und zeigen Sie auch, wie man mit Fehlverhalten umgehen muss und wie man Krisensituationen meistert. Sie werden aber trotz alledem nicht um eine Kontrolle umhinkommen. Dann müssen Sie aber die Kontrollen klar kommunizieren. Mitarbeiter dürfen nicht das Gefühl haben, dass sie als Einzelne oder aufgrund ihrer Person kontrolliert werden, sondern wenn überhaupt aufgrund ihrer Position. Vor einigen Jahren hat das Vereinigte Königreich ein Gesetz entlassen, was sich nur um Korruption dreht. Das Foreign Corrupt Practices Act. In diesem Gesetz sind verschiedene Mitigating Factors enthalten, die eine Strafe mildern können. Daran können Sie auch in Deutschland orientieren. Solche Fakten sind zum Beispiel eine Risikobewertung. Setzen Sie sich damit auseinander, inwiefern Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter von Korruption betroffen sind. Es gibt bestimmte Branchen, in denen Korruption einfach häufiger vorkommt als andere Branchen. Setzen Sie Compliance-Prozesse auf. Überprüfen Sie Ihr Unternehmen also regelmäßig und institutionalisiert, ob möglicherweise Korruption vorliegt. Erstellen Sie ein Berichtswesen, also Berichte darüber, wie Ihr Unternehmen mit Korruption umgeht und welche Fälle von Korruption aufgedeckt werden oder auch nicht. Führen Sie regelmäßig Evaluationen und Due Diligences durch. Das heißt, schauen Sie sich Ihr Unternehmen an, ob die Maßnahmen, die Sie treffen, um Korruption zu vermeiden, tatsächlich greifen, wirksam sind und wie Sie sie anpassen müssen. Kommunizieren Sie das an Ihre Mitarbeiter und an Ihre Lieferanten, Kunden und schulen Sie Ihre eigenen Mitarbeiter in der Korruptionsprävention. Was dürfen Sie annehmen an Geschenken? Was dürfen Sie anderen an Geschenken geben? Überwachen Sie natürlich auch die Umsetzung der Maßnahmen und letztendlich ahnden Sie Verstöße. Wenn Sie das tun, haben Sie eine gute Chance, mit einer relativ geringen Strafe davonzukommen oder sich ganz von Korruption zu befreien.